Es gibt 3 Millionen Betriebe in Deutschland und in diesen 3 Millionen Betrieben gibt es diverse Jobs. Und die Frage ist, wo können wir bei diesen Jobs KI einsetzen, um uns das Leben leichter zu machen? Genau darum soll es heute gehen. Wir gehen das alles mal Schritt für Schritt durch und schauen uns die einzelnen Bereiche und Jobs an, wo man KI einsetzen kann, um das Leben besser zu machen. Okay, wir sind gerade mit dem Dreh durch und bevor ihr jetzt sagt, boah, ist das ein langes Video. Ich verspreche euch, ich gehe Schritt für Schritt durch. Ihr könnt unten gucken, wo ist welcher Bereich. Ihr könnt auch gerne vorscrollen, wenn ihr wollt. Aber es lohnt sich. Ich tease in jedem Bereich was an. Und ich hatte unterwegs auch ein paar wirklich geile Ideen geteilt, die ich bisher nie geteilt habe, weil ich sagte, oh, das sind die Billion-Dollar-Ideen. Aber ihr könnt es dann selbst beurteilen. Wenn ihr sagt, ich will es einmal alles verstehen, schaut's durch. Es lohnt sich und los geht's. Wie bin ich drüber gestolpert? Ich habe wöchentlich relativ viel Input, der reinkommt, um up-to-date zu bleiben bei den ganzen Large Language Models und den GenAI-Updates und habe folgende Grafik gesehen von Menlo Ventures, ganz brandaktuell. Und die hatten aufgelistet die häufigsten Anwendungsfälle, die zeigen wir euch hier auch einmal, zum Thema GenAI. Nummer 1 mit Abstand Code Generation, Support-Chatbots, danach Enterprise Search und so weiter. Und dann liest man so durch und denkt so, ja, aber das betrifft mich doch gar nicht. Das ist doch nichts für mich. Das sind aber aktuell die meisten Anwendungsfälle. Und ich finde die teilweise sehr offensichtlich, deswegen auch leicht fantasielos an einigen Stellen. Trotzdem ist es natürlich im Detail nicht so einfach, das Ganze umzusetzen. Und habe mir gedacht, warum drehen wir das Ganze nicht einfach um und sagen, okay, wir machen es genau umgekehrt und schauen uns mal an, was passiert denn hier typischerweise und wo können wir in den Jobs, die wir so im Alltag haben, GenAI einsetzen und das Leben leichter machen. Deswegen, ich brauche jetzt mal was Lokaleres. Da gibt es ein oranges Buch hinten. Genau das habe ich gemeint. Es gibt ganz viele Bücher hier, aber Mastering the Rockefeller Habits, skalieren auch sie. Klingt ein bisschen cheesy, aber ist ein gutes Buch. Vern Harnisch. Auf jeden Fall im Kapitel People gibt es eine ganz wunderbare Liste mit verschiedensten Schlüsselpositionen im Unternehmen. Und mir ist völlig klar, jedes Unternehmen hat da nochmal andere, speziellere, aber das sind auf jeden Fall alles Stellen, die gibt es überall. Und ich denke mal, wir machen so, wir gehen jetzt jeden Bereich durch und jeden Job einmal durch und stellen uns die Frage, was passiert da im Alltag und wie kann ich KI einsetzen? Okay, 2 Sachen vorweg. Ich weiß, jeder Betrieb ist ein bisschen anders, ehrlich gesagt. Das heißt, ich kann natürlich jetzt nicht irgendwie jeden einzelnen Job durchgehen, das ist mir völlig klar. Ihr kommentiert einfach, wenn ihr sagt, ihr habt eine Idee, noch was Spezielleres, dann immer her damit. Und zweitens, ich bin jetzt hier wirklich am Brainstorm und nicht am Überlegen, was geht im Datenschutz. Dafür haben wir ein anderes Video gemacht, könnt ihr euch anschauen. Hier geht es wirklich darum, was ist theoretisch möglich und womit können wir schon mal experimentieren. Und ganz am Ende gebe ich euch ein Framework mit dem ihr dann, wenn ihr sagt, hey, das wollen wir jetzt bei uns einmal durchgehen, ganz einfach, sauber das einmal skizzieren könnt. Aber jetzt erstmal ganz konkret Job für Job. Okay, also wir legen los mit dem wichtigsten Teil im Unternehmen, dem absoluten Herzstück, dort wo Sachen eben hergestellt werden. Und ich nehme mal mein eigenes Beispiel. Ich hatte ja vor Blackboard ein anderes Unternehmen und wir hatten eine sehr große oder haben immer dort noch eine sehr große Produktion tatsächlich. Und da passieren Dinge mit der Hand. Das heißt, es werden Geräte gereinigt, repariert, gefertigt, verpackt und so weiter. Und diese Jobs sind eigentlich 8 Stunden nichts anderes als im Lager oder in der Produktion zu arbeiten. Aber eben nicht ganz. Denn es gibt Tätigkeiten, die sind unterstützend, um dann den Job besser zu machen. Ausbildung, Schulung, Training, Umgang mit anderen Abteilungen. Und diese Tätigkeiten fallen gerne mal runter. Denn wenn man so drauf schaut, denkt man, hey, das ist ein Produktionsjob. Aber die nehmen einen immer größeren Teil des Jobs ein. Gerade wenn man in diesem Bereich mehr Verantwortung übernimmt. Und das ist etwas, was bei vielen Leuten dann auch passiert. Die steigen auf in der Produktion, werden Schichtleiter, was auch immer. Und andere müssen sich natürlich auch mit diesen unterstützenden Sachen rumschlagen, jetzt mal so zu sagen. Und die Idee, die ich damals schon hatte, war, wie kann ich möglichst gute Anleitungen, gute Handbücher, gute Manuals schreiben, die nicht langweilig sind mit, das ist eine Arbeitsanweisung, so machst du das, Schritt 1, 2, 3, sondern dass es Spaß macht, sich die Sachen anzuschauen. Und mit Large Language Models und Chatbots hat man die Möglichkeit, genau das zu tun. Ich kann einem Operation Manual Bot beispielsweise einen Charakter geben, der mit zuschauen kann, wenn ich etwas mache. Das heißt, ich erinnere mich noch wie heute, ich habe eine Anleitung gemacht, wie man bei uns die Geräte quasi sauber reinigt und verpackt, wie es sein soll als Standard. Und man könnte heute einfach ein Foto machen und sagen, okay, was mache ich jetzt damit? Und der Bot könnte mir das tatsächlich in Echtzeit erklären. Das geht schon out of the box aus ChatGPT theoretisch raus, mit Copilot sowieso auch. Das heißt, das ist für mich etwas, wenn man um die Ecke denkt und sagt, wie kann ich diese unterstützenden Bereiche in der Produktion mit diesen KI-Tools nach vorne bringen.
Und ich empfehle dringend, nicht sofort in Automatisierung zu denken, sondern überhaupt erstmal den Leuten die Grundfähigkeiten zu vermitteln, so einen Chatbot zu verwenden und den Zugang zu haben, um beispielsweise auch, wenn es Stress gibt, Konflikte oder was auch immer, zu sagen, hey, frag doch einmal vor die KI, um das Gespräch mit deinem Chef vorzubereiten, weil das ist etwas, das tun viele Menschen nicht täglich, das ist nicht normal für die, zu sagen, was soll ich tun? Ich habe folgende Situation, kannst du mir helfen? Und dann eine Antwort zu bekommen. Und dann stellt euch mal vor, gerade in der Produktion, man ist mittendrin und es ist nicht immer der Teamleiter und Schichtleiter und was auch immer da. Manchmal muss man super schnell Sachen lösen und klären. Und KI wird in den nächsten Jahren so viel besser und es geht jetzt schon so, dass man theoretisch auch anrufen kann. Wir haben das auch in einem anderen Video schon gezeigt. Bot ruft an, man kann mit dem Bot telefonieren, der kann Antworten geben. Das heißt, ich sitze irgendwo und sage, ich habe ein Riesenproblem, drücke auf den Knopf und telefoniere immer, auf jeden Fall, 24/7 mit einem Bot, mit jemandem, mit dem ich mich austauschen kann. Und wenn es natürlich dann ein krasses Problem ist, kann der Bot auch selber entscheiden, ich gebe das jetzt weiter an den Schichtleiter, Teamleiter, was auch immer. Das sind alles Themen, die werden halt jetzt immer besser und immer mehr möglich. Gehen wir weiter von der Produktion zur nächsten Station. Kommen wir mal zum nächsten wichtigsten Teil. Ich würde sagen, mindestens genauso wichtig wie die Produktion. Kundenservice, ganz klar. Oder für mich alles, was mit der Arbeit am Kunden zu tun hat. Das ist für mich ein absolutes Herzstück. Und ich würde es nicht mal Kundenservice nennen, sondern für mich ist das die Beziehung, die tatsächlich das Unternehmen zum Wachsen bringt. Eine gute Kundenbeziehung. Jetzt gibt es natürlich in der Presse die Headlines, Klarna entlässt 700 Leute, spart Menschen ein, das macht ein Bot. Und da bin ich so zwiegespalten, weil ich sage, es gibt einen Begriff im AI-Bereich, der heißt Human in the Loop Approach. Das bedeutet, es ist immer irgendwie ein Mensch mit involviert, anstatt dass die KI etwas ganz alleine macht. Trotzdem geht es für mich nicht darum, was ist jetzt einfach nur fürs Unternehmen sinnhaft und was spart Geld ein, sondern was bringt dem Kunden einen echten Mehrwert. Und jetzt schauen wir uns mal genau die zwei Sachen an. Chatbot auf der Seite, hat das einen Mehrwert, ja oder nein? Und dann eben die Unterstützung in der klassischen Customer Support Relationship Arbeit. Chatbot auf der Seite. Es gibt tatsächlich Erkenntnisse darüber, dass Kunden zufriedener sind mit sehr guten, Achtung, hier liegt das ist im Detail, sehr guten Chatbots. Das bedeutet, die brauchen ein verdammt gutes Large Language Model dahinter, mindestens GPT-4o oder besser, Claude Sonnet oder was auch immer man einbindet, die dann halt wirklich den Kontext vom Kunden verstehen und mit einem RAG, also mit einer Vektordatenbank, mit dem Wissen vom Unternehmen verbunden sind. Und genau da scheitern die meisten Betriebe überhaupt mal, diese Fälle sauber aufzuarbeiten. Da könnte ich ein ganz eigenes Video drüber machen, weil das gar nicht so leicht ist. Aber meine Empfehlung ist, sammelt diese Fälle mal strukturiert in einer Excel, dass ihr sie überhaupt mal habt. Und es reichen meistens schon so 100 Stück. Die muss man erstmal sammeln. Man nimmt die auf, anonymisiert die, beschreibt sie. Das lässt man natürlich alles von der KI machen, ist klar, ne? Das schreibt man nicht selber. Und dann hat man eine kleine Datenbank, mit der man arbeiten kann. Und damit füttert man den Bot und guckt, wie gut kann er wirklich Sachen beantworten. Aber Achtung, ihr haftet, wenn der Bot Antworten gibt. Da gibt es wunderbare Fälle drüber. Deswegen, zweiter Teil, Human in the Loop Approach. Es wäre schon gut, wenn immer ein Mensch mit drüber schaut. Und das eine ist, dass der Supportbot halt Antworten gibt. Aber was kommen wird und was ich auch schon sehen durfte, es gibt Experimente und die funktionieren, bei denen der Supportbot, also als AI-Agent, eigenständig Aktionen auslöst. Das bedeutet, der Supportbot kann in der Datenbank Dinge für euch tun. Der Supportbot kann nachher eigenständig Anrufe durchführen, um Klärungen für einen Kunden zu übernehmen. Kann auch telefonieren und sprechen, sich dann wieder neu beim Kunden melden, per E-Mail zum Beispiel was schicken und so weiter. Das heißt, es wird Dinge geben, die werden hochautomatisiert ablaufen. Mache einen Eintrag in der Datenbank, ich möchte mein Konto löschen, sende eine Retoure, buch mir einen Termin für die, weiß ich nicht, Werkstatt, einen freien Tisch, stornier einen Auftrag, retournier ein Paket und such mir ein neues Produkt. I don't know. Der Bot kann etliche Sachen machen. Wenn ihr jetzt sagt, ich sitze beim Customer Support und keine Ahnung, ich habe Angst um meinen Job. Ich sage euch, beschäftigt euch mit diesem Thema. Wie kann ich mir mehr Zeit verschaffen in dem wertvollen Austausch mit dem Kunden, aber in dem, was nachher nicht den Mehrwert stiftet, einer Zusammenfassung, einer Follow-up-E-Mail, der Auswertung von Daten und, das zu beschleunigen. Und es ist ganz einfach. Eure Leute brauchen einfach ein Mindestmaß an Training, um diese Sachen einzusetzen. Es muss ein Standard sein, ein Transkript von einem Gespräch zu haben, zu fragen, darf ich das Gespräch transkribieren? Darf ich danach die Zusammenfassung schicken? Und dann seine KI zu fragen, hey, das war das Gespräch,
Kannst du mir das zusammenfassen? Und hast du noch Dinge rausgehört, über die wir nicht gesprochen haben? Sachen, die noch dazukommen. Solche Themen. Das heißt, diese beiden Bereiche sehe ich, wenn es um das Thema Customer Support geht. Und das kann man direkt heute anfangen. Schauen wir mal auf die ganz klassischen Vertriebsthemen und beginnen einfach mal mit einem Gespräch. Also ich rufe einen Kunden an, ich fahre zu einem Kunden hin, ich buche einen Termin und dabei, und ich habe viele Jahre Sales-Trainings selber gegeben, selber gehalten, bin unser liebster Vertriebler hier intern, der sagt, ich springe immer dann rein, wenn jemand keine Zeit hat. Das heißt, ich weiß wirklich, wovon ich spreche und auch nach 20 Jahren, ich lerne in jedem Gespräch. Ich mache Fehler in jedem Gespräch, ich lerne was dazu. Das heißt, eines der wichtigsten Vehikel, die ich mittlerweile nutze, ist, ich frage, darf ich transkribieren? Dann nutze ich das Gespräch logischerweise für eine Zusammenfassung danach. Die habe ich dann innerhalb von Sekunden fertig und frage im selben Zug unseren Salesbot, den Follow-up-Frank, so heißt er bei uns. Hast du irgendwas zwischen den Zeilen gehört, was du mir mitteilen kannst als Feedback, als sehr erfahrener Sales-Coach und bekomme in jedem Gespräch Ideen, was ich im nächsten Gespräch verbessern könnte. Dazu musste noch nicht mal jemand reinhören. Ich brauche kein spezielles Unternehmen, was das macht. Ich kann das out of the box mit einem KI-System machen. Das geht mit ChatGPT, das geht mit Copilot, das geht mit diversen anderen Large Language Models. Und jetzt kommt noch eine speziellere Idee und die ist auch nicht kompliziert umzusetzen, aber vielleicht seid ihr im Einzelhandel tätig. Das heißt, Vertrieb ist bei euch oder Kundenbeziehung ist bei euch im Einzelhandel. Und vielleicht habt ihr Leute, die nicht so gängig mit einem CRM, einem Customer Relationship Management System umgehen. Für mich, ich liebe das, ich mache mir gerne Notizen, ich schreibe mir gerne Sachen auf, ich wertschätze gerne mein Gegenüber. Manchmal ein Thema, das einzupflegen und gut zu pflegen. Large Language Models kombiniert mit einer Datenbasis im Hintergrund geben die Möglichkeit, dass man zumindest mal ganz einfach damit experimentiert, die Kundenbasis mit so einem System zu verknüpfen. Was ihr dann bekommt, ist ein Chatbot, der im Hintergrund auf diese Datenbank zugreift. Das heißt, jemand, der bei euch am Tresen arbeitet, sagt, ey, ich kenne mich überhaupt nicht aus, aber chatten kann ich mit ChatGPT oder Copilot oder was auch immer. Kann fragen, hey, sag mal, Christoph Magnussen, ist der Kunde bei uns? Und bekommt einfach eine menschliche Antwort. Super simpel. Es ist wie gesagt eine große Excel-Tabelle im Hintergrund, die dann vektorisiert wird, müsst ihr euch nicht drum kümmern. Aber das nenne ich Chat-CRM. Für mich die Zukunft der CRM-Tools und es wird definitiv Unternehmen geben, die da richtig große Businesses bauen. Ihr könnt es aber auch schon selber machen, out of the box. Und jetzt stellt euch vor, es kommt ein Kunde vorbei oder ich schmeiße hier jemandem zu, es kommt jetzt gleich Christoph Magnussen zu Besuch, bereite das alles mal vor. Und jetzt könnte man tatsächlich einfach den Chat fragen, hey, was kannst du mir zu sagen? Was muss ich wissen, um einen Termin vorzubereiten? Und anstatt im CRM zu suchen und nach den Einträgen, was ist gelaufen, könnte die KI das einfach zusammenfassen. Wir haben gleich unseren Kunden zu Besuch. Was kannst du mir dazu sagen? Soll ich einmal in der Wissensdatenbank nachschauen, ob es frühere Verkaufschancen oder relevante Informationen zu gibt, die wir nutzen können, um den Besuch optimal vorzubereiten? Ja, gerne. Schau mal bitte nach. Ich habe relevante Informationen zu früheren Verkaufschancen mit gefunden und dir in einer Übersicht bereitgestellt. Schau dir diese bitte an, um gezielt auf vergangene Projekte oder Kontaktpersonen einzugehen. Wenn du möchtest, kann ich dir auch konkrete Strategien oder Vorschläge basierend auf den Daten entwickeln. Oh, das wäre doch eigentlich ganz gut, weil ich habe eigentlich gerade echt keine Zeit. Ich muss noch einen Kaffee trinken. Kein Problem, ich übernehme das. Basierend auf den gefundenen Daten könnte man folgende Ansätze verfolgen. Also, funktioniert relativ simpel. Das ist jetzt ein ganz einfaches Beispiel. Das kann man eben auch noch anders einpflegen. Aber so kann jeder im Unternehmen mit CRM-Daten umgehen. Ey, was für eine geile, also das ist auch wieder so eine Billion-Dollar-Idee. Und das wird halt passieren, ne? Schon klar, oder? Guck mal, hier stehen jetzt alle Personen aufgelistet. Also sorry, so muss ein CRM funktionieren. Leute, Salesforce, ey, was macht ihr, ja? Gute Idee, Christoph. Ich gebe hier meine Billion-Dollar-Idees raus. Hast du aber viele von gehabt letzte Zeit. Ey, ihr werdet lachen. In 10 Jahren gucken wir drauf zurück und dann hat es jemand gemacht, ne? Das ist doch scheiße. Wir machen jetzt immer, finde ich, so eine Einblendung, wenn so eine Idee kommt. Ja, also ding, kaching. Und ich glaube halt eben nicht dran, Ideen geheim zu halten, sondern es ist Execution. Es ist einfach nur, weil das ist offensichtlich, also. Alright. Thema, was eigentlich in keinem Unternehmen fehlen darf. Marketing oder wie es früher hieß, Reklame.
Es gibt zum einen halt die kreativen Jobs, das, was gerne mal an Agenturen rausgegeben wird oder Grafikdesigner, und dann gibt es wirklich die klassischen auch Marketing-Sachen. Und hier würde ich jetzt gerne mal ein paar konkretere Tools vorstellen, weil im Marketing gibt es wirklich viele Tools. In den anderen Bereichen, die wir uns gerade angeschaut haben, auch. Da wollte ich euch aber bewusst zeigen, man kann schon sehr viel out of the box mit den Chatbots machen. Im Marketing benutzen wir selber Tools wie, fangen wir mal an. Natürlich in Photoshop, super KI, ne? Was man alles mittlerweile machen kann, Bilder anpassen und so weiter. Ich brauche mittlerweile überhaupt nichts mehr selber designen. Ich kann einfach mit Journey fragen und mir ein mega Foto generieren lassen. Überhaupt gar kein Problem. Es gibt Videotools wie Runway zum Beispiel, die enorm realistische Videobilder erzeugen, die ich einfach out of the box bekomme. Ich habe aber auch die Möglichkeit, mit HeyGen zu arbeiten, also Video-Avataren. Habt ihr schon mal gesehen, ne? Von mir gibt es auch einen Video-Avatar. 11 Labs, Stimmensynthetisierung für Leute, die sagen, hey, wir haben Podcasts, wir wollen selber Podcasts machen und so weiter. Hört mir auf. Es gibt so viele Tools im Marketing, die man einsetzen kann. Wenn man jetzt aber mal abgesehen von den kreativen Berufen überlegt, okay, ist ChatGPT oder ist Copilot, sind die wirklich kreativ? Dann sagen viele, nein, sind die noch nicht, können die noch nicht. Und dann sage ich, Leute, das finde ich echt gefährlich. Also A, finde ich es gefährlich zu sagen, nee, also die KI kann das noch nicht. Gibt es diese wunderbare Szene aus iRobot. Can a robot write a symphony? Can a robot turn a canvas into a beautiful masterpiece? Can you? Ich glaube, wir brauchen eine gewisse Humbleness zu sagen, ich frage trotzdem die KI, um in bestimmten Bereichen mir helfen zu lassen. Die ganzen klassischen Sachen, alles was mit Texten zu tun hat, ist super offensichtlich. Und nein, Leute, was nicht funktioniert ist, hey, schreib mir mal einen LinkedIn-Post. Und der beginnt dann immer mit irgendeinem Quatsch und immer mit irgendeinem Emoji. Wenn ihr was haben wollt, dann müsst ihr dem Large Language Model auch Kontext geben. Das heißt, hey, hier sind die 15 besten Posts auf LinkedIn von unserem CEO. So schreibt er und ich gebe dir jetzt als nächstes ein Thema und schreib mir bitte exakt so einen Post in seinem Stil. Und dann hört ihr damit nicht auf, sondern dann packt ihr ihn in den nächsten Chat und sagt, hey, das ist ein LinkedIn-Post von meinem Chef, lies den mal und mach mir Verbesserungsvorschläge, wenn du das liest als, weiß ich nicht, Geschäftsführer im Mittelstand, was auch immer. Das heißt, ihr benutzt die KI ein bisschen kreativer wie ein Sparringspartner, um euch solche Sachen schreiben zu lassen. Und bitte nicht einfach sagen, brainstorm mir mal irgendwie 10 coole Slogans für mein Produkt. Das ist einfach, nee Leute, das ist einfach 2022. So, dann kommen wir zu den Bereichen klassisch BWL, die dürfen nirgendwo fehlen. Finanzbuchhaltung, Controlling, alles was mit Zahlen zu tun hat. Und dann heißt es ganz häufig, das geht aber nicht wegen Datenschutz. Und dann sage ich, Leute, ich würde jetzt mal sagen, das sind nicht die personenbezogenen Daten, sondern auch da müsst ihr natürlich schauen, sind das Dinge, die wir dann teilen wollen, ja oder nein. Und es gibt mittlerweile eine KI, auch von der DATEV, die habe ich aber noch nie im Detail getestet, das werde ich noch tun an anderer Stelle. Hier geht es jetzt um das Brainstorm, was ist theoretisch möglich. Und ich gebe euch mal ein Beispiel von uns. Wir hatten die Situation, Controlling, Finanzbuchhaltung sind 2 sehr verschiedene Jobs. Und eigentlich haben die eine gewisse Schnittmenge, aber die Kompetenzen im Controlling sind andere als die in der Buchhaltung, wo es mit Belegen, Abläufen, Konten und so weiter zu tun hat. Jetzt bekomme ich eine BWA, also das, was man als Auszug als Unternehmer monatlich bekommt, klassisch. Und vielleicht vertritt jemand die Controllerin, den Controller im Urlaub. Jetzt sage ich als Chef, Mensch, bereite mir das mal vor. Was sind denn die kritischen Punkte im Moment diesen Monat? Dann kann man ganz schnell sagen, keine Ahnung, ich kann zwar eine BWA lesen, aber ich kann sie nicht interpretieren. Jetzt gibt es den Data Analyzer in ChatGPT. Es gibt die Möglichkeit, CSV-Tabellen und Excel-Tabellen in Copilot zu analysieren und. Das heißt, ich kann es hochladen und tatsächlich einfach die KI fragen, schau mal drauf, als Geschäftsführer des Unternehmens, du siehst das. Was ist der kritischste Punkt, der dir hier ins Auge springt? Und lass das analysieren. Oder sag zum Beispiel, ich möchte daraus monatlich das Meeting vorbereiten und ich soll meinem Chef immer die 5 Punkte nennen, die mir ins Auge springen. Auch das könnt ihr damit machen lassen. Oder ihr wollt Branchenvergleiche anstellen, weil ihr im Controlling arbeitet und sagt, ich brauche mal einen schnellen Überblick aus diesen 3 Tabellen. Sag mir mal, was siehst du als Trend und Tendenz? Und kann sich das Ganze auch grafisch darstellen lassen. Ich erlebe immer wieder, dass die Hürde sehr hoch ist, in den Bereichen damit zu arbeiten. Weil viele sagen, ich muss selber noch durch die Tabelle gehen und ich benutze dann innerhalb einer Tabelle ein bisschen KI. Aber auch hier wieder die KI als Sparringspartner einzusetzen und ganz gezielt den Data Analyzer als Sparringspartner einzusetzen, wird stark unterschätzt und das könnte enorm helfen. Und was für mich ein entscheidender Punkt ist, war der Moment, als ich das erste Mal gesehen habe, wie als OpenAI, ich glaube, es war sogar
Greg Brockman oder so, der es vorgestellt hat. Das war echt spannend und hat gezeigt, was damit möglich ist. Und habe ich gedacht, boah, krass, das ist eine ganz andere Art, mit Tabellen zu arbeiten. Und mittlerweile lassen sich die Grafiken eben auch interaktiv darstellen. Das heißt, es gibt die Möglichkeit, auch wirklich damit zu arbeiten und eben ganz schnell zwischendurch mal drauf zu schauen. Ich bin mir super sicher, dass das ein Standard werden wird in Zukunft und ganz viele verschiedene Datenquellen angesteuert werden können. Und dann sind wir halt nicht mehr bei, ich muss selber meine riesen Excel-Tabelle durch die Gegend schieben, sondern wir reden halt über die Zahlen und stellen uns die Frage, was heißt das für uns als Unternehmen? Finde ich wichtig. Denkt dran, Human in the Loop, ihr müsst immer noch selber drauf schauen. Keine KI nimmt euch die Entscheidung ab oder macht auch mal Fehler und dann sagt ihr, gut, kann das sein? Aber ganz häufig geht es darum, große Datenmengen schnell einmal zu erfassen und den Finger in die Wunde zu legen, anstatt von den Sachen geblendet zu sein und seine kleinen Kästchen durch die Gegend zu schieben. Dieses Belege sammeln ist natürlich auch ein ätzendes Thema und ich bin mir sehr sicher, das wird halt durch Gen AI einfach immer besser. Sehen wir jetzt schon. Das ist ja schon geiler als alles, was wir früher hatten. Ne? Mini-Ausblick in die Zukunft. Ach, wir wären ja nicht in Deutschland, wenn wir nicht Belege sammeln müssten. Hat jemand eigentlich mal darüber nachgedacht? Ich kriege einen Beleg ausgedruckt, in die Hand gegeben und dann scanne ich den an anderer Stelle wieder ein, um den in mein System zu packen. Ich glaube, da haben sich sehr viele Leute schon dran versucht. Aber ich habe die Hoffnung, dass das in Zukunft gehen wird, dass die Belegerfassung durch KI viel, viel, viel reibungsloser gehen wird. Und vielleicht als kleine Notiz an mich selbst, ich habe es noch nicht gebaut, aber das könnte die nächste Billion-Dollar-Idee sein. Ich bin unterwegs und meine KI und mein Kalender wissen ja, wo ich bin, bei welchem Kunden ich bin, was ich mache. Und jetzt mache ich einfach ein Foto von einem Taxibeleg und die KI kann das beispielsweise an Spendesk oder an unser Buchhaltungssystem oder an die Dativ direkt dranhängen und weiß, ach, da kommt das her, wird zu dem Projekt gehören, ist mit dem Kunden verknüpft, kann abgerechnet werden. Und ich kriege sogar noch den Hinweis, falls irgendwas fehlen sollte. Ich glaube, das ist möglich. Genau, dann kommt der ganze technische Bereich. Also, da gibt es für mich zwei ganz grob, ich weiß, es gibt ganz viel mehr Seiten, aber ganz grob zwei Seiten. Es gibt welche, die mit Code und Product zu tun haben und entwickeln. Und es gibt welche, die klassisch im IT-Bereich, Admin und so weiter zu tun. Und das war ja auch quasi die Statistik, die ich euch anfangs gezeigt habe. Im Coding-Bereich passiert am meisten im Moment. Das heißt, ihr habt GitHub Copilot, ihr habt Cursor, ihr habt diverse Tools, die euch beim Coden helfen. Und selbst für mich, der nicht coden kann, ist es halt super spannend, wenn ich manchmal etwas sehe und ich kann durch KI coden oder gut genug, dass ich es verstehe. Oder ich lasse mir eben erklären und sage mir, was ist das? Also, wenn ich jetzt da sitze und ich habe irgendwo einen Bug und gucke in den Code und finde ihn nicht, kann ich mittlerweile einfach nur ganz simpel ChatGPT fragen, hey, finde den Fehler und ihr bekommt den. In Cursor sogar noch einen Schritt weiter gehen und das wirklich in allen Verzeichnissen anpassen lassen. Das ist für mich ein Bereich, der ist so krass und ich finde es sehr, sehr, sehr wahrscheinlich, dass in nicht allzu ferner Zukunft die KI auch den Code für sich selber schreibt und sich selber verbessert. Das bedeutet, wenn ich jetzt in diesem Bereich sitze, sollte ich mir gut überlegen, was ist das, was ich besonders gut kann? Habe ich ein Grundverständnis für die Architektur? Ich muss diese Tools verstehen, ich muss wissen, was die machen können. Und ich glaube, das ist da der wichtigste Job. Klassisch IT und Administration hat vor allem auch einen riesen Dokumentationsjob. Also gerade wenn es darum geht, IT-Sicherheit ist ein Riesenthema. Jedes Unternehmen ist davon betroffen. Muss sich dokumentieren, welche Systeme haben wir, wie werden die genutzt, wie sind die Abläufe. Und dann denkt man so, oh, so Papier ist geduldig, warum muss man das schreiben? Doch, diese Dokus sind echt wichtig, damit es nachvollzogen werden kann, damit es Notfallpläne gibt und so weiter. Und da kann natürlich KI helfen, auch das zu schreiben und schneller zu machen und auch nachher zu nutzen, um für die Userinnen und User durchsuchbar zu sein. Das heißt, das, was der klassische interne IT-Support gemacht hat, kann dann eben auch von einer KI unterstützt werden. Machen wir beispielsweise auch. Ist nicht so einfach, weil es doch manchmal Fragen gibt, wo man sagt, da will ich doch noch mal jemand sprechen. Aber Schritt für Schritt muss man sich ranarbeiten und das könnte eine Aufgabe sein, ganz konkret, die ihr in der IT heute schon umsetzen könnt. So, bevor wir uns die Chefs vorknüpfen, nehmen wir uns einmal einen Bereich vor, wo wir auch viel KI einsetzen oder auch damit experimentieren, nämlich der Bereich HR, Personal, Lernen und so weiter. Für mich eines der größten Potenziale mit Abstand ist das Thema Jahresgespräche oder bei uns sind das zum Beispiel Seasons, vierteljährliche Gespräche, weil in diesen Gesprächen geht es
darum einzuchecken, zu schauen, wie geht's jemandem und so weiter. Und jetzt stellt euch mal Folgendes vor. 2 Leute führen dieses Gespräch. Chef, Mitarbeiter, fertig, das war's. Dabei sind so viele wertvolle Informationen da drin, zwischen den Zeilen. Wie geht's einem? Was sind die Projekte? Was sind die Themen? Es ist super schwer, gleichzeitig zuzuhören, Antworten zu geben und so weiter. Wenn eine KI mithören kann und darf von beiden Seiten und sagt, ich bin damit völlig fein, könnte diese KI danach sagen, ich schreibe einen Bericht, ich schreibe die Aufgaben und ich gebe beiden Personen nochmal zusätzliches Feedback, was mir noch aufgefallen ist zwischen den Zeilen, als quasi Wachstumspotenzial. So bekommt klassische HR-Verwaltung eher etwas in Richtung Personalentwicklung. Auch von Leuten, die es eigentlich nie gemacht haben vorher. Riesiges Potenzial. Das Gleiche kann man sich vorstellen, wir arbeiten zum Beispiel bei uns intern mit dem Clifton Strengths Finder. Das sind Stärkenprofile, die jeder im Team hat. Und wenn ihr jetzt sagt, Mensch, ihr habt viele Leute bei euch im Betrieb und so drüber reflektieren, was man gut kann, was man nicht gut kann, muss man sich überlegen, ob das für jeden was ist. Was ich mir aber gut vorstellen kann, und das hat bei uns gut funktioniert, ist, dass jeder im Team einen eigenen KI-Coach an die Seite bekommt, gemäß seiner Stärken und Schwächen, mit dem man reden kann. Und es klingt total blöd am Anfang. Man denkt, das ist Quatsch. Aber selbst in Bereichen bei uns, die jetzt nicht irgendwie YouTube-Videos produzieren oder Consulting-Projekte machen, sondern Support-Tätigkeiten sind oder Admin-Tätigkeiten oder operative Tätigkeiten, ist es für die Leute deswegen spannend, weil sie etwas über sich lernen. Jeder Mensch möchte etwas über sich lernen und weiter wachsen. Und wie geil ist das bitte, wenn plötzlich jeder wie einen kleinen Coach an der Seite hat, weil ich muss kein Buch lesen, ich kann sagen, wieso ärgere ich mich über diese Nachricht hier, wie kann ich bei dem Projekt was Neues lernen, was kann ich anders machen, I don't know, you name it. Ganz individuell sehe ich ein Riesenpotenzial drin und es ist so einfach umzusetzen. In dem Beispiel, was ich euch genannt habe, einfach Clifton Strengths Finder Profil zum Beispiel nehmen oder irgendein anderes, mit einem eigenen Prompt versehen, zusammen in ein GPT packen und schon habt ihr einen kleinen ersten Coach. Das ist echt nicht so schwer. Ich habe mal ein Video darüber gemacht, wie man GPTs erstellt. Verlinken wir hier oben. Und dann gibt es im HR dieses klassische Beispiel noch, was ist mit Bewerbungen? Können die durch die KI gefiltert werden? Ich glaube, das wird zu einem Standard irgendwann mit Sicherheit, weil viele Unternehmen schaffen es gar nicht mehr, alle Bewerbungen zu beantworten. Und ich glaube, eine KI kann deutlich neutraler auswählen. Trotzdem ist es natürlich zu Recht unter dem EU-AI-Act ein besonders heikles Thema. Alles, was mit Personendaten, Personal und so weiter zusammenhängt, da müsst ihr schauen. Aber ich glaube, die Zukunft wird ganz klar in die Richtung gehen. Aber das fand ich jetzt zu fantasielos hier als Beispiel zu zeigen. Wir sind angekommen beim CEO. Also quasi der Geschäftsführung, Geschäftsleitung, aber ich würde auch sagen, Leitung, Geschäftsbereiche, alles, was führende Tätigkeiten sind im Unternehmen. Da kann ich jetzt natürlich etliche Beispiele nennen. Eines der größten, mit Abstand größten Themen, die ich täglich habe, ist die Kommunikation mit sehr, 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 sehr vielen Menschen. Das ist das, was eigentlich die meiste Zeit in Anspruch nimmt. Und das Thema Kommunikation zu lösen ist gar nicht so einfach, weil ich habe die per E-Mail, ich habe die per WhatsApp, ich habe die per Telefon, ich habe die im direkten Chat. Also es ist vielfältig. Das Spannende, womit wir experimentieren, ist, können wir einen Bot, eine KI, einen Agent bauen, der wie ich reagieren kann. Und damit haben wir schon tatsächlich auch experimentiert. Der funktioniert gar nicht mal so schlecht, kann sich darüber streiten, was die Inhalte sind, aber der kann Fragen beantworten, der kann wie ich auch Antworten vorgeben. Wenn ihr sagt, ich will das mal ausprobieren, dann startet doch einfach damit, dass ihr einen ganz simplen Chat baut, wo ihr sagt, hey, ich möchte einen Agent bauen, der meinen E-Mail-Schreibstil 1:1 übernimmt. Was brauchst du dazu von mir? Dann kommt ihr mit Sicherheit die Rückfrage, ich brauche E-Mail-Beispiele und so weiter. Dann gebt ihr eurem Chat 10 Beispiele von euch, wie ihr E-Mail schreibt, anonymisiert die, nehmt Beispiele, wie es sein sollte von der Wortwahl her und so weiter. Und dann legt ihr einfach mal los und nehmt zum Beispiel ein Transkript von einem Meeting und sagt, hey, hier ist ein Transkript, schreib mir bitte eine Follow-up-E-Mail in meinem Stil, den du oben von mir gelernt hast. Und ihr bekommt 1:1 euren Stil. Und wenn das dann erstmal läuft, kann man das auch automatisieren, dass das sogar in eurem E-Mail-Postfach per Knopfdruck funktioniert. Können wir uns gerne in einem separaten Video anschauen, gibt es aber auch Beispiele hier auf YouTube. Kommunikation. Wenn ihr jetzt daneben auch noch eine leitende Tätigkeit habt, dann geht es häufig auch um Berichte. Und das können PowerPoints sein, das können Dokumente sein. Es gibt jedwede Form von Berichten. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Papier ist geduldig. Es macht aber durchaus auch Sinn, diese Berichte zu schreiben oder was damit zu machen, weil es eben auch hilft, Sachen zu durchdenken. Das heißt, man kann es nicht einfach nur der KI geben und fertig.
Denkt also in den Human-in-the-Loop-Approach. Was ihr aber machen könnt, ist, ihr könnt diese vielen Artefakte aus den verschiedensten Themen nehmen und sagen, ich möchte es in der Berichtsform haben. Und euch dann eben auch von der KI sagen lassen, was siehst du in dem Teil, was hast du hier gehört, was ist mit dem Bericht, wie fügen wir das zusammen. Das heißt, dieses Zusammenbringen, das geht dann deutlich schneller. Ihr müsst es trotzdem immer noch selber überprüfen, das ist keine Frage. Aber das ist ein Thema. Sofort. Und dann etwas, und das möchte ich tatsächlich von jeder leitenden Tätigkeit bei mir im Unternehmen. Bevor etwas zu mir kommt, habe ich die Erwartung, dass es zumindest auch mal von der KI geprüft wurde. Im Sinne von, hat schon mal eine KI drüber geschaut und ein paar offensichtliche Fragen gestellt und auch ein paar nicht offensichtliche Fragen gestellt. Was ist zwischen den Zeilen? Gibt es noch was zu beachten? Und so weiter. Weil ich möchte, dass meine Leute sich auch Feedback geben lassen von einer neutralen Instanz, die sagt, ich habe Folgendes rausgehört oder sehe ich anders oder könnte man so. Und natürlich muss man höllisch aufpassen, wie man promptet. Natürlich auch, dass man keine Geheimnisse reingibt, das ist auch klar. Aber man kann natürlich mit einer Wortwahl das auch in eine gewisse Richtung lenken. Und das muss man als Führungskraft lernen, das eben nicht zu tun. Bevor es dann zur letzten Instanz geht, zum CEO, der entscheiden soll. Es sei denn, logischerweise, die Führungskräfte entscheiden auch, was auch alle tun. Aber nehmen wir mal an, der CEO entscheidet. Ohne Entscheidung passiert nichts im Unternehmen. Wenn ihr nicht entscheidet, geht nichts voran. Das heißt, auf jeden Fall müssen Entscheidungen getroffen werden. Kann eine KI eine Entscheidung treffen? Schwierige Frage. Und es gibt tatsächlich Berichte darüber, dass OpenAI mit dem US-Militär zusammengearbeitet hat, um genau in dem Bereich zu testen, ob das funktioniert. Das finde ich schon Aussage genug, um zumindest mal davon auszugehen, es wird vielleicht in Zukunft nicht so sein, dass die Entscheidungen ganz alleine nur beim Chef liegen. Und man kann mit den neuen Modellen, also vor allem O1 Preview, mittlerweile sehen, wie gut eine KI gewisse Dinge auch durchdenken kann und sich als CEO, als letzte Instanz, einen Sparringspartner dazu holen, um Entscheidungen nochmal zu hinterfragen und kritisch drüber zu gehen und vielleicht nicht davon auszugehen, hey Mensch, nur weil du der Chef bist, hast du die einzig richtige Antwort. Wow, langes Video geworden. Danke fürs Zuschauen bis hierhin. Wenn ihr jetzt Bereiche habt, von denen ihr sagt, die habe ich jetzt total vergessen, es gibt ganz viele, ist mir völlig klar, aber wenn ihr sagt, das muss unbedingt noch rein, schreibt es in die Kommentare und dann würde ich das gerne nochmal für ein Video mit aufnehmen oder in den Kommentaren auch besprechen. Und falls nicht, denkt dran, teilt das Video hier. Es soll hilfreich sein für diejenigen, die sagen, ich habe noch gar keine Ahnung von, wie kann man das anwenden. Dann würde ich mich sehr über Feedback freuen. Natürlich auch über ein Abonnieren des Kanals und wenn ihr hier die Benachrichtigung einschaltet und nächste Woche wieder dabei seid. Das ist ein geiles Video, das wird. Das ist ja so Schon, und da sind halt auch wirklich Mörderideen drin, ne? Da sind also richtig Bretter drin, ne? Also dieses Chat-CM ist von mir auch eine Idee. So. Ne, wirklich. Wirklich. Und das ist auch ein guter Freund von mir. Hallo Werner.